Ich grüße euch und herzlich willkommen. Heute gibt es das erste Showcase zu Tamurkhan und das möchte ich mir gerne zusammen mit euch reinziehen. Let's go, starten wir die Reaction. Tanky, disgusting, inevitable. Look at him. He's glorious. Tamurkhan offers the fantasy of building a warband from scratch. Good work, Kask. I couldn't ask for a better right-hand thing. But he also has these kind of nurgly abilities which make him really disgusting and awesome. Ja, ich freue mich riesig drauf. Der sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich geil aus. Tamurkhan, the Maggot Lord's reeking corpse, has puppeted many powerful and grotesque faces, but none have served him quite like Karaka Break Mountain. It is in this ogre tyrant's decaying flesh that Tamurkhan seeks to gather a great horde and fulfill a twisted prophecy of disease and desolation. Delusions of grandeur and questionable hygiene, my kind of legendary lord. We're diving into Tamurkhan's Immortal Empires campaign with ambitions of painting the world green as Nurgle's favoured. We're kicking off in Kudatha, smack bang in the middle of the Northern Chaos Way. Kardata, das ist oben in der Chaoswüste rechts von Achaeons Startposition. And we're already running into some angry Norskans. Must be the smell. I'd apologize, but I'm not sorry. Oh, da sehen wir endlich seine Werte. Rüstung 60, Speed 45, Waffenstärke 500, das ist ziemlich viel. Sieht auf jeden Fall schon mal ordentlich aus. Because what's there to be sorry about? Look at him. He's glorious. A solid set of starting abilities makes Tamurkhan a formidable putrid melee force. Feast of the Maggot Lord is particularly interesting to me because popping back up after dying to surprise and harass the enemy general, well, it's just good fun. Coupled with the Maggot... Ja, wenn er vom gegnerischen General getötet wird, dann kann er wieder auftauchen, wenn dieser General dann, also der gegnerische General dann eine bestimmte Menge an Lebenspunkten hat, dann krepiert er. Und wenn das passiert, wenn er eben halt krepiert, dann kann Tamurkhan dann danach wieder auferstehen. Lord trait and a -3 to wound recovery time, and you're looking at a playstyle that speaks to my soul. Reckless, disgusting chaos. Was war das denn gerade für eine rosa Unit-Card? Da war aber noch irgendwas unfertig. We'll learn more about Tamurkhan's infectious inspirations soon, but for now, we've got a garden to build, so we'll construct some weeping creepers for the bonus to growth. Worth noting... Achso, ja, haben sie ja gesagt übrigens, das ist die Immortal Empires Kampagnenkarte, ne? Also nicht die Reiche des Chaos. Here, as part of the Nurgle alterations, only military buildings now feature the cycle mechanic to address player feedback that it wasn't great for Nurgle's economy. For an in-depth dive into the changes, check out the links below to read the blog. Much like a garden, a dependable... Ja, zum Nurgle Rework habe ich gestern ja auch noch ein Video gemacht. Könnt ihr euch gerne ebenfalls noch reinziehen. economy relies on stability and an inexhaustible supply of fertilizer. And with that in mind, let's go beat the fertilizer out of these Norskans. Tamurkhan's whole inspiration was the Throne of Chaos novel. The DLC is even named after it in Thrones of Decay. And in that, he builds this huge warband to try to destroy the Empire. And this time, maybe you can make him a bit more successful. Ja, es gibt ja dieses eine DLC mit den anderen 4 Chaos Champions für die Chaoskrieger, wo es darum geht, um den Thron bei Zemberjin einzunehmen. Und der eigentliche Gewinner davon, von Zemberjin, ist er hier. Tamurkhan hat dort eigentlich gewonnen. Comes with all these really exciting units that I think Nurgle players have been dying to get their hands on. So yeah, he's definitely going to fill some holes in that roster. Tamurkhan is a really tanky character who has a lot of weapon strength that he can bring to bear against single targets. Where he kind of falls down is when he's surrounded by many other kind of smaller targets that deal anti-large damage, or when he's shot at from a distance. The Nurgle tech tree has been rebuilt from the ground up. Hier sehen wir jetzt den neuen Technologiebaum, der jetzt unterteilt einmal oben in Fraktion und einmal unten in Militär. Currently, it's all about Kugath's Realms of Chaos experience, where we wanted it to be more dynamic, that works for every Nurgle character. We reworked elements of the Nurgle feature set because we thought the theme was there, but maybe it just needed to be dialed up to 11. Ja, ob der neue Technologiebaum wirklich besser wird, das wird man sehen, ja. We designed Tamurkhan to be this big bruiser beatstick. Swapping bodies feels like it loses a little bit of that fantasy for how we'd envisioned him, and the chieftains kind of carry where he can't quite handle himself. Good work, Kask.
I couldn't ask for a better right hand. Na, Case ist ja der legendäre Held, den man dazu bekommt. Thing. Okay, our garden's growing nicely. Der sieht mindestens genauso hübsch aus. We're pushing into the blood marshes, and our liquefying mouth plague is ravaging the withering fortress. That's a tongue twister. As part of the Nurgle changes, we've addressed feedback that should make plagues more experimental and less min-maxy, so you feel like a real pox brewer. Unfortunately for us, I don't have enough infections right now. Dang. Eine Infektion ist ja immer wichtig, wenn man Nurgle spielt, ja. Actually, doesn't matter. Our latest conquest has put us in a position to recruit new hideous help. Tamurkhans chieftains are a ragtag band of bile and boils, lord to the master of hosts' undeniable dominance. These festering heroes join our cause, bringing with them loyal soldiers from their own cultures. Kask the Befouled, Nurgle's legendary hero, has already embedded himself in our army and offers power. Und darum sehen wir, dass er noch mehr weitere Kriegsherren bekommen kann. Und so wie hier auch dargestellt, kann er auch ziemlich viel freischalten noch. Powerful units in exchange for a cost of dominance, which is earned through battles and events. Our conflict with the Norscan Kurz has won us Kask's continuous loyalty, in turn unlocking additional boons and powerful campaign abilities. Joining Kask is Kargan the Crazed, Katezak Fimdarak. Der eine, der sah eben auch so ein bisschen wie Manfred, und er hier, das ist ein Femir. Mornhow, Grokma 3. Das ist ein Scale, das sieht man ja so schon, allerdings ein sehr stark mutierter. Horn, and Ja, er ist einfach ein Tiermensch-Schamane. Azar Doombolt. All heroes with Und er ist ein Chaoswerk. Ah. Gerade Chaoswerke und Monster waren ja in der Lore auch tatsächlich sehr viel mit Tamurkhan unterwegs, beziehungsweise haben sich ihnen angeschlossen auf dem Feldzug gegen das Imperium. Und finde ich gut, dass hier die Chaoswerke auch zur Geltung kommen. their own merits. Man sieht ja auch schon, er kann hier auch noch weitere Spezialeinheiten bekommen. Von den Chaoswerken wie den Mörser und die Donnerbüchsen zum Beispiel. And we'll need to call on each of them to Also es ist schon sehr stark an die Lore gehalten, würde ich damit sagen. build our unending host. With their own petty grievances to satisfy, Tamurkhans chieftains will influence the flow of our campaign, but earning their ultimate devotion will be a bloody affair, though well worth the effort. More chieftains info shortly, but for now, I spy with my decaying eye Skaven ruins to the south, and if I know my immortal empire's geography, we can expect Boris's Kislevice beyond the blood marshes. Skaven or Kislev, Ezar or Kargan. We'll get to both eventually, and Kargan's hell cannons are tempting, but the coward in me is crying out for some better ranged units. Ich würde mir wahrscheinlich auch erst die Chaoswerke holen. Let's recruit Ezar Doombolt into our merry band and use our remaining dominance to purchase a unit of Chaos Dwarf blunderbusses. Er hat sich noch einen Doombull geholt und noch Chaoswerke. Wahnsinn. With some angry dwarven engineering behind us, we'll make short work of the inferior war host. Short work, I'm sorry. I'm super excited for the Chieftain's mechanic because it allows you to build a bit of a bonkers brigade. Lots of different flavors of chaos all under the Nurgle banner. It was inspired by his story, which was uniting different tribes of chaos and flavors of chaos, so we thought it was important to bring to the game. Tamurkhans can Ja, wie ihr seht, hat Tamurkhan die Möglichkeit, mit seiner eigenen Ressource sehr viele verschiedene Regimenter aufzustellen, was ich sehr gut finde und was loremäßig, wie gesagt, ja auch schon richtig ist. Ne? Also da kommt echt dann eine geile Truppe raus. campaign playstyle has him roaming around the Warhammer map and bringing in all these different cultures in the form of these chieftains. And in battle, these chieftains augment Tamurkhan's own abilities to smash up enemy armies and cause a lot of devastation. Ah, hier sehen wir die beiden. Nee, der links ist der neue Kommandant und rechts das sind die Watt-Bikes, die neuen Ritter. Da sieht man auch mal die Werte. Das sieht alles auch sehr, sehr gut aus. Und besonders die Watt-Nikes, die haben auch Regeneration. Nice. Tamurkhan at his core is still a Nurgle faction. Ja, guckt euch das mal an, was der sich alles holen kann. Femir, aufstrebende Champions, Chaoswerke, Streitwagen. Oh Mann. Extra units from different rosters are unique even from some of the ones we've done before, so no one's ever had access to Chaos Dwarves mixed with Nurgle. The Chieftain mechanic is about gaining the fealty of the other flavors of Chaos, getting the best of them and making the ultimate war host.
Oh, Kasks by Hat diese nicht fertigen Unit-Cards mit so ein bisschen Pink. Oder das gehört so, keine Ahnung, aber sieht sehr merkwürdig aus. far my favorite. He's got toe dragons. What's not to love? Ja, das Negative am Krötendrachen ist natürlich, dass er nicht fliegen kann, ja, aber ansonsten sind die anscheinend ziemlich stark. Toad dragons, the perfect remedy for backstabbing Grimgor. Whilst we were busy with Boris, Mr. Ironhide trampled our garden, yet I'm struggling to be upset. Ezar don't much fancy your kind, and he's been positively popping with excitement and overflowing with fealty with each volley of his Doombolt. We've got dominance growing out of our boils, and we're going to use it to field a few Dreadquake mortars. I told you, Grim. Das meiste funktioniert halt über seine Dominanzressource, das habt ihr eben ja gesehen, und die bekommt man überwiegend durch Schlachtengewinn. We greenskins should stick together, but no. Look what you've made me do. Elsewhere, our Oh Mann, will ich diese Mörser schon sehen, seine Armee. Allgemein muss ich sagen, der hat hier eine ziemlich lustige Armee. Was haben wir denn hier? Drachenoger, Nörglinge, Seuchenhüter, Verstoßene und dann hier noch ein Todbringer. Aber das ist seine zweite Armee, sehe ich gerade. Seine erste Armee, die ist da oben. Kizavite In Runde 60. Ja, in Runde 60 hat er jetzt so eine zweite Armee. conflict has made Kargan crazed with love Und ich sehe gerade, er hat doch die Mechanik mit den Pestingern anscheinend. Also mit den Seuchen verbreiten. for Tamurkhan, so will activate his March of the Crazed ability to refill his army's campaign movement and begin the siege of Karak Vrag ahead of Tamurkhan's slow arrival. That's a lot of orcs, so Ja, das sieht nach einer Schlacht aus, Grün gegen Grün. we've split into 4 fronts. Kargan and our Chaos Lord are leading the main bulk, and across the way, we've got one small army and a pair of lonely siege engines. Ich glaube, da hat Grimgok Eisenpelz bald nichts mehr zu lachen mit seiner Axt. With Tamurkhan's reinforcements incoming, we've tricked Grimgor into leaving a section of his wall poorly defended. Our Plague Bearers are about to climb the wall, so we'll have our Chaos Sorcerer of Nurgle give them a little something to take the edge off any nasty swords they might encounter. A touch of leprosy should do it. Chaos Sorcerer of Nurgle is a mortal spellcaster that brings the laws of death and the laws of Nurgle to the Nurgle roster in a nicely armed. Weil die Nörgel-Zauberer, die neuen, die haben natürlich 2 Magielernen, einmal Nörgel selbst und einmal Tod. Ich persönlich bin da lieber auf der Seite von Nörgel magiemäßig, ja, alleine schon wegen der Regeneration und wegen dem Schaden. Das funktioniert mit der Magielehre von Nörgel deutlich besser, also meiner Meinung nach. Wenn ihr es anders seht, dann schreibt es gerne in die Kommentare, ja. Package. There he is. Tamurkhan joins the party, so we'll link our cavalry units up with the main bulk. When the gates are down, our Bile Trolls will be first through the breach. Irgendwas hier rechts hat er auch noch neu hier. Aber man sieht leider nicht genau was. Bile Trolls are a Nurgly twist on the idea of a Chaos Troll. They have this ability which allows them to debuff enemy melee defense, which allows all of Die erinnern mich immer an Warhammer Vermintide 2, aber hier sind sie etwas grünlicher. your Nurgle units to really hit a lot more reliably. Walls mounted. Gates coming down. The plague can be slowed but never stopped. Alter, guckt euch mal die Armee an, was der da alles Unterschiedliches dabei hat. Helden und Chaoszwerge und Monster und da hat er da noch so ein Chaosschrein und so viele verschiedene Sachen. Also das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Who better to spread Nurgle's gift than Kask the Befouled? Und trotzdem alles unter dem Banner von Nörgel. Kask the Befouled is this kind of rotting champion of Nurgle. He rides a rot beast, you don't get him on foot. He's fast, he's agile, he's really not what you'd expect from a Nurgle character, which makes him really interesting. With chieftains in mind, I wonder how Kargan's doing. As you were, Kargan, good work. I'm gonna go play with the Toad Dragons. The Toad Dragon is the big bad beastie for the Nurgle roster. It excels at dealing with large groups of infantry and smashing through the enemy battle lines. Da ist er, der Krötendrache. Der hat eine Waffenstärke von 600. Natürlich mit Gift.
Rüstung auch 60. Na, aber eins kann er nicht. Und das ist Fliegen. Whilst Tamurkhan and the Toad Dragons break their Aber ich sehe schon, dafür hat er eine lange Zunge. Na, wunderbar. lines, Azar and his blunderbusses mop up the stragglers, and we deploy some of our heaviest hitters. The regiments of renown for Nurgle are the Rotting Riders, who are a unit of Rot Knights, the Angels of Decay, which are a unit of Plague Drones, Achso, jetzt zeigen sie die Regiments of Renown. Die haben sie gestern ja noch gar nicht gezeigt. Und die hier, die sehen auch sehr, sehr interessant aus. and Noxbringer, who is a Soul Grinder. Ah, und dann Regiments of Renown Soulgrind. Und welches war der erste nochmal? Ach so, nee, er nicht. Whilst Tamurkhan and the Toad Dragons break their lines, Azar and his blunderbusses mop up the stragglers, and we deploy some of our heaviest hitters. The regiments of renown for Nurgle are the Rotting Riders, who Ach so, are a unit ach of so, das waren die Rot Knights, okay. Rot Knights, the Angels of Decay, which are a unit of Plague Drones, and Noxbringer, who is a Soul Grinder. Der natürlich auch weiterhin sehr gut Fernkampfschaden hat, wie ich sehe hier, ja. Die Seelensammler von Nurgle, die sind ja eine sehr gute mobile Artillerieeinheit. Und der hier, der ist es sowieso. My favourite out of these regiments of renown are the Rotting Riders. These Kurgan horsemen have followed Kask since the beginning, but they were once esteemed knights. Reinforcements, eh? I think not. Ah, jetzt haben wir es gesehen. Da rechts. Nochmal ganz kurz eine Sekunde zurück. Das ist ein Bombardement, was er hier hat. Mit sehr viel Giftschaden. Bubelos feeds on a buffet of orcs. More fertilizer for the garden. Our war host grows with our fealty and begs the question, who do we recruit next? Ja, einer hübscher als der andere, ja. First impressions? Favorite chieftain? Let us know in the comments below or follow our links to wish this now. Hat mir sehr gut gefallen. Schreibt es auch gerne bei mir in die Kommentare, wie ihr das Showcase fandet. Ich fand das sehr, sehr gut. Sie zeigen bei solchen Videos natürlich einige Sachen immer sehr schnell, aber deswegen ist da ja eine Reaktion drauf gut, ja, damit man das immer noch mal kurz analysieren kann. Gut, ja, damit wären wir am Ende. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hinterlasst auch gerne hier bei mir ein Abo und ein Like und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video oder im Livestream.